Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Nachdem wir nun wissen, welchen Tätigkeiten ein Kaufmann im E-Commerce nachgeht, schaffen wir nun ein bisschen mehr Transparenz und schauen uns an, wie die Lerninhalte vermittelt werden, wie lange es dauert, ein voll ausgebildeter Kaufmann im E-Commerce zu werden und welche Lerninhalte überhaupt vermittelt werden. Zuerst betrachten wir uns das Idealprofil, das derjenige mitbringen sollte, um den Ausbildungsbetrieb von sich zu überzeugen. Wichtig wären gute Noten in Mathematik, Deutsch und Wirtschaft. Natürlich hantierst du als Kaufmann mit Zahlen und solltest Grundlagen der Mathematik beherrschen, damit du diese auf das Rechnungswesen anwenden kannst. Zur Kommunikation mit Kunden solltest du der deutschen Sprache mächtig sein und das am besten sowohl in Wort als auch Schrift orthografisch korrekt. Wirtschaftliche Grundkenntnisse, um selbst wirtschaftlich profitabel denken zu können, sind im Vorfeld der Ausbildung wünschenswert. Darüber hinaus ist ein analytisches Denkvermögen von Vorteil und gerade auch, da der Onlinehandel eng verknüpft mit der Internationalisierung ist, gute Englischkenntnisse. Menschlich gesehen sind folgende Eigenschaften ideal, um auch nach der Ausbildung den Spaß am Job zu behalten. Du solltest kommunikativ sein, gerne im Büro arbeiten, eine Vorliebe für technische Innovation haben und gut mit häufig wechselnden Aufgaben umgehen. Wie in der ersten Episode bereits erwähnt, ist dies eine duale Ausbildung. Das heißt, sie findet sowohl im Betrieb als auch der Berufsschule statt. Der Berufsschulunterricht findet entweder im Teilzeitunterricht oder im Blockunterricht statt. Teilzeitunterricht meint 2 Schultage pro Woche, Blockunterricht meint abwechselnd 3 Monate Ausbildung im Betrieb und dann ein 3-monatiger Schulblock in der Schule. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Die Unterrichtsfächer bestehen aus fachspezifischen Fächern wie Wirtschafts- und Sozialprozesse, Geschäftsprozesse im E-Commerce, Steuerung und Kontrolle, aber auch aus normalen Unterrichtsfächern wie Religion und Sport. Innerhalb der 3 Jahre sollen in diesen Fächern folgende Kernqualifikationen ausgebildet werden: Online-Vertriebskanäle auswählen und einsetzen, Waren- und Dienstleistungssortiment mitgestalten und online bewirtschaften, Beschaffung unterstützen, Vertragsanbahnung im Online-Vertrieb gestalten, Verträge aus dem Online-Vertrieb abwickeln, Kundenkommunikation mit Hilfe von Social Media gestalten, DSGVO berücksichtigen und anwenden, Online-Marketing entwickeln und umsetzen, kaufmännische Steuerung und Kontrolle nutzen. Innerhalb dieser Kernqualifikation finden wir auch die wichtigsten Kriterien des letzten Videos wieder, also den Bezug zum Rechnungswesen durch die kaufmännische Steuerung und Kontrolle, den Marketingaspekt, die Kommunikation über Social Media, aber auch den Informatikbezug durch Implementierung von Artikeln im Shopsystem. Dazu kam jetzt nur noch die rechtliche Komponente. Als Kaufmann im E-Commerce musst du dich natürlich, dadurch, dass du auch mit Kundendaten hantieren wirst, mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung auskennen. Ich denke, nun kannst du bereits grob einschätzen, ob dich dieses Berufsfeld generell interessieren würde, aber vor allem auch, ob du die nötigen Qualifikationen mitbringst. Abschließend schauen wir uns kurz noch einmal das Prüfungsprozedere an, wie sich deine Abschlussnote, die ja letztendlich auch für den Betrieb, bei dem du dich bewirbst, relevant werden kann, zusammensetzt. In der 3-jährigen dualen Ausbildung wird zu jedem Lernfeld eine Klausur geschrieben. In Summe sind es 5 Klausuren im Themengebiet E-Commerce und 2 weitere im Themengebiet Kommunikation. Die Prüfung ist in Abschlussprüfung Teil 1 und Abschlussprüfung Teil 2 unterteilt. Der erste Teil findet in der Mitte des 2. Ausbildungsjahres statt. Es ist also quasi eine Zwischenprüfung. Dabei werden Sortimentsbewirtschaftung und Vertragsanbahnung abgefragt. Das Ergebnis fließt zu 25% in die Gesamtnote ein. In der Abschlussprüfung Teil 2 gegen Ende der Ausbildung werden Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Kundenkommunikation im E-Commerce und ein Fachgespräch zu einem projektbezogenen Prozess im E-Commerce geprüft. Ersteres geht zu 10% in die Note ein, Kundenkommunikation zu 15% und der letzte projektbezogene Teil zu 20%. Das heißt, seid ihr in einem Feld schwächer, könnt ihr das gegebenenfalls mit einer guten Note in einem anderen Feld ausmerzen. Solltet ihr selbst zu einer der Personen gehören, die sich in der Ausbildung befinden, schildert uns doch gerne eure Erfahrungen. Sollte es sonst noch Fragen zur Ausbildung Kaufmann im E-Commerce geben, auch diese gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zur nächsten Episode und gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.